vorgeführt worden. A few words for Essential RC. You're about to take your amazing airliner up for a flight. Wish me luck. I wish you all the best of luck, buddy. Thank you very much. What is it? Tell the viewers. That's the 777-9X. It should be the 9X, but because I made it like, I don't know, 2 years ago or something, and when the real 9X came out from Boeing, now it's, I found out some mistakes in it. You mean so they, like they didn't give you the plans? No, they, yeah, I mean I did my best. It looks good, but it's not beautiful. exactly, and now I'm working on a new one, hopefully I will get. So give us the technical spec. Wingspan. Wingspan 3.65. Wing, the fuselage length is about 3.9. And weight? Which weight is 23. Okay. 23 kilograms, or I don't know. So okay. Kilograms. And fan system? I have the Schübeler EDFs 120 millimeters. Running off 12 speed control, 12S speed controllers. From Castle, 160 amps. Castle speed controls, they are so amazing. And I have around 16 kilogram thrust in both engines. And so the power to weight ratio is really good in this one. Okay. Yeah, but I mean yesterday the flight was, I had some troubles with my rudder. I think you got it in the video too. That was really shaky. I broke These things it. happen? Yeah, and now it's still not that good. But yeah, I asked the experts already here, they told me fly slow, don't fly so fast, otherwise you will freak out again. Okay. So I will do my best not to stall it, not to go too fast. Good luck, buddy. Thank you very much, man. Thanks for coming also all the way from Britain. Oh, it's a pleasure. It's amazing. Great to meet you for the first time. Okay, wish me luck and... Yeah. Bis wir dann als Kontrast den Bomberflug mit den Helis machen. Das werden wir vielleicht mal zwischen reinschieben. Ansonsten ist jetzt wieder Airliner angesagt. So, also, jetzt am Start. Und jetzt bringt uns eine Boeing 777-9X mit. Ein Modell mit 3,60 Meter Spannweite bei 4 Meter Rumpflänge. Das ist Maßstab 1:20. Die Maschine wiegt 22 Kilo und wird elektrisch angetrieben mit Impellern, Elektroimpellern aus dem Hause Schübeler, also aus der Edelschmiede in Deutschland für den Impellerbau. Relativ große Aggregate, nämlich 120 mm Blattdurchmesser. Und wie wir sehen, anständig befeuert mit diesen Aggregaten zieht der Ramy jetzt seine Bahnen. Modell ist natürlich wie die Kollegen mit der kerosinfressenden Antriebsvariante auch mit Klappen- und Einziehfahrwerk ausgerüstet. Wie gesagt, der Elektroantrieb steht den Verbrennern in gar nichts nach. Im Gegenteil, das Leistungsgewicht ist besser. Das Einzige, was die Benzin-Kerosin-verbrennende Zunft kann, sind halt die Bremsvergrößerung. Bei den Akkus gibt es halt irgendwann Grenzen. Was sind die zwei? Einer da vorne, Einer ist draußen.
You the man! Die 777 elektrisch angetrieben. Fantastic. So fast, yeah. Yeah! How does that That's feel? the best landing so far, I would say. Ja, das war gut. Great, yeah. Das war gut. Wow, that was so smooth. The gyro did its job. The gyro, that's the first time I fly with gyro. It's perfect. Thank you guys. Yay! Very nice. Eine Boeing 777-9X mit, ein Modell mit 3 Meter Gegenteil. Das Leistungsgewicht ist besser, das